Ich zeige hier meine vereinfachte Faltmethode noch einmal anhand eines Sterns aus Transparentfolie. Der ist bedruckt mit silbernen Sternen und die sollen nach innen kommen. Bei der vereinfachten Methode muss das, was nach innen kommen soll im Stern, auch als erstes nach innen gefaltet werden bei der ersten Faltung. Ich habe die Module schon hauptsächlich vorbereitet. Ein paar mache ich jetzt gerade noch. Den Stern tue ich gerade weg. Also noch einmal zur Mitte falten, ein zweites Mal zur Mitte falten, darauf achten, dass die Spitze spitz wird und die Kante nicht überschritten wird, die Mittellinie. Das ganze Blatt so wenden, dass der Mittelfalz oben bleibt. Auf der anderen Seite genau dasselbe, zweimal zur Mitte. Dann über die offene Kante legen, rumdrehen und dasselbe auf der anderen Seite tun. An beiden Enden halten und es auseinanderschieben. Und jetzt noch einmal nach oben falten. Die andere Seite auch zur Mitte. Man merkt schon, das Material ist wesentlich störrischer als das normale Papier. Und jetzt ist ein Modul fertig. Diese kleinen Formate haben den Vorteil, man sieht es glaube ich nicht ganz so gut hier, man kann, deshalb habe ich das kleine Format jetzt gewählt, einen Moment, auf der anderen Seite noch diese zwei Knicke zur Mitte, dass man, wenn man so weit gekommen ist, den Rest auch in der Hand machen kann mit etwas Übung. Dann ist das Auseinanderschieben auch einfacher und nach den ersten 100 Sternen ist man dann wirklich schnell. So, zwei Module will ich gerade noch machen zum Anschauen und dann können wir ans Zusammenstecken gehen. Wie gesagt, immer darauf achten, dass der Mittelfalz auch wirklich oben bleibt. Das Drehen macht manchen Leuten Probleme. Sie wissen dann nicht, wie es weitergeht. Jetzt wieder zur Mitte. Ich nehme es gerade wieder in die Hand. Der Einfachheit halber. Einmal nach vorne, einmal nach hinten. Umschlagen, auseinanderschieben, drehen, zusammenklappen. Und das vorletzte. Jetzt noch gerade einmal. Und dann sollte es jeder wissen, wie es geht. Zweimal zur Mitte, einmal wenden, zweimal zur Mitte, das ist wesentlich anstrengender als mit normalem Papier, dann wieder umschlagen, nochmal umschlagen, auseinanderschieben, jetzt ist auch das fertig. Und dann würde ich in jedem Fall, ob Papier oder Folie, immer einen Stapel von den fertigen Ecken zusammennehmen. Hier kann man höchstens 5 nehmen, sonst springen einem die durch die Gegend. Und zusammendrücken, damit der Falz noch besser wird, weil dann anschließend beim Zusammenstecken die Ecken besser ineinander rutschen. So, jetzt kommt der Rest dazu, den ich schon vorbereitet habe. Wenn ich anfange, wie gesagt, Anfänger stellen die Ecken am besten auf. Es wird um 120 Grad verschoben, dahinter gesteckt, das 3/3 auch. Dann wird das Ganze zu einer Pyramide geformt und dahinter gemacht. Ich mache immer da weiter, wo ich aufgehört habe, und ich halte die Elemente auch immer mit denselben Fingern. Pyramide, dahinter und fertig. Jetzt geht es hier weiter, weil ich als erstes einen Kreis machen will mit 5 Sternspitzen. Das habe ich ja schon ausführlich gezeigt, wie das geht mit dem zweifarbigen Papier. Deshalb mache ich es hier etwas schneller. Einfach zum nochmal nachgucken.
aber man merkt schon, es ist nicht ganz so einfach, weil das Material einfach ziemlich hart und spröde ist. Wenn ich 4 Ecken fertig habe, 4 Sternspitzen, werden die offenen Enden miteinander verbunden und zusammengesteckt. Dann mache ich genau mit dem Modul weiter, das ich als letztes verbunden habe mit dem anderen und beginne da den zweiten Kranz von Sternspitzen. Pyramide und meine Baustelle, immer geht es weiter, meine Baustelle ist immer an derselben Stelle. Ich muss das Ganze nie weglegen und komme deshalb auch nicht durcheinander. Ich kann das alle zwischen Daumen und Zeigefinger halten, dahinter schieben. Wieder sind 4 Sternspitzen fertig. Die offenen Enden miteinander verbunden, dahinter schieben, Pyramide. So. Und genau mit demselben geht es auch weiter, das ich als letztes zum Verschließen genommen habe. Ich muss mir nie Gedanken machen über die Reihenfolge der einzelnen Elemente, weil es automatisch fertig wird. Immer gut zählen, 4 Spitzen sind fertig, die offenen Enden werden verbunden. Jetzt hole ich mir die mal gerade dahin, wo ich sie brauchen kann. Reinschieben, Pyramide, drunter schieben und wieder genau dasselbe aufklappen, mit dem ich als letztes gearbeitet hatte. Dahinter schieben, 4 Spitzen sind fertig, offenen Enden verbinden. Ja, manchmal rutscht es auch etwas daneben. So, einmal, da kommt es rein, das nächste gehört da rein. Es geht schon bald wie im Schlaf, wenn man mehrere davon gemacht hat. 4 sind fertig, die offenen Enden verbinden, also es sind immer die gleichen Bewegungen, die man macht. Man hält das Ganze, die Baustelle, immer in derselben Stelle. Bis 4 zählen kann wahrscheinlich jeder. Die offenen Enden verbinden, reinschieben, Pyramide, dahinter schieben und gleich hier weitermachen wieder. Also immer mit dem Modul, das man als letztes dran gesetzt hat, weitermachen, um den neuen Kranz von Sternspitzen zu komplettieren. So, jetzt sollte ich mir den Rest nicht anschauen, dann käme ich auch durcheinander. Ich mache einfach weiter an meiner Baustelle und halte die ganze Sache immer gleich wie beim ersten Mal. 4 sind fertig. Jetzt wird es langsam spannend. Pyramide. Das Loch wird immer enger, wie es sich gehört. Jetzt fehlt noch ein Stück, was einzusetzen ist. Das ist das hier. So, das letzte Stück ist wie auch schon ausführlich dargestellt etwas Besonderes. Um dies zu verschließen, müssen alle 3 offenen Enden ausgeklappt werden, wie Flügel, und dann der Reihe nach hintereinander gesetzt werden. Das letzte wird dann etwas über den Finger gebogen, die offene Ecke etwas herausgezogen und dann kann es so leicht hineinrutschen. Und weil die Stücke vorher gut geknickt waren, ist auch hier jetzt gar keine Korrektur
mehr notwendig.